Digitalpianos im Vergleich. Der Wunsch wird in unserer Community sehr häufig geäußert und vor allem geht es da um die Instrumente von Yamaha und Kawai. Ist ja völlig klar, das sind ja auch die dicken Brands in diesem Genre, das ist völlig klar. Und zwar geht es um die Einsteigermodelle und auch das ist nachvollziehbar, denn man möchte günstig anfangen und da haben wir 4 Modelle insgesamt in diesem Test, einen anderen findet ihr auch bereits. Es geht um die Instrumente CLP 825 und 835 von Yamaha, sowie von Kawai ist es dann das CN201 und dann schauen wir uns das CA401 an. Das haben wir hier stehen, das ist das CA401 und hier haben wir das Yamaha CLP 835, beide in weiß. Sieht feierlich aus. Sieht sehr feierlich aus, ja. Okay, wir legen erstmal los. Hauptsächlich kümmern wir uns um das Spielgefühl und um den Klang, den Klavierklang. Wenn ihr Fragen zu den technischen Details habt, wir haben die ja schon im Einzelnen getestet, schaut euch diese Videos an. Wir verlinken die in der Beschreibung hier drunter und dort findet ihr auch die aktuellen Preisinfos und all das, Testberichte auf piano.de. Schaut da gerne vorbei, lasst gerne ein Like da, wir freuen uns sehr. Und wir legen los mit Klangbeispielen, wenn du bitte immer identisch das Gleiche spielen könntest. Ich versuch's. Okay, Yamaha CLP 835. Jetzt bitte einmal das Kawai CA401. Lass mich kurz noch ein Klassikbeispiel spielen und dann können wir ja mal unsere Eindrücke schildern, wie das Spielgefühl ist. Dann fange ich auch hier an. Ja. Sehr feierlich, passt zur Farbe. Ja. Willst du anfangen? Ja, also wie du schon gesagt hattest, das Yamaha ist sehr feierlich, so im Klang und in der ganzen, so im wie sagt man da, im Gesamteindruck ist es eine sehr runde Geschichte. Auch hier wieder habe ich den Eindruck, dass die Tastatur, man ist direkt drauf und hat aber dann halt den Eindruck, den man hat, der bleibt quasi mehr oder weniger gleich. Also Die spricht schnell an. Genau. So. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, ich muss auch wieder ein bisschen mehr reingeben. Und hatte jetzt auch so ein bisschen, ja, war gefühlt etwas schwergängiger als diese Tastatur hier. Also das sind eigentlich Parallelen zu dem CLP 825 und CN201, die wir uns angeguckt haben. Genau. Auch. Ich empfinde das sehr ähnlich, muss ich sagen. Diese Tastatur ist sehr direkt und ich bin sehr, sehr klar im Tastenbett. Also wenn der Ton angeschlagen wird, dann fühlt sich das härter an als hier. Ja. Hier ist es komfortabler. Diese Tastatur ist natürlich, die ist noch mal anders. Diese Tastatur ist noch mal anders als die vom CN201. Hier haben wir es mit einem Modell der CA-Serie zu tun. Da sind Holztasten verbaut. Also das heißt, das haben wir öfter schon auch gezeigt in diesem Modell. Das ist wirklich eine durchgehende, massive Holztaste mit einer darüberliegenden Hammermechanik, die dem Flügel nachempfunden ist. Da schlägt auch richtig was an. Ja, und ich würde sagen, ja, das spürt man auch beim Spielen. Das hat für mich schon mal, ist das eine ganz klare Aufwertung. Das sind wirklich zwei Welten eigentlich. Ja, also hier trennt sich dann auf jeden Fall schon mal so
ja, nicht nur von der Philosophie, sondern tatsächlich auch von dem haptischen Konzept dann die beiden Instrumente. Und ja, also wie gesagt, hier wieder Kawai, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr, wie sagt man da, also der Weg zum Ton ist einfach gefühlt etwas... diese Klangbildung, das meinst du? Das, ja, so. Ja. Und hier ist halt, wenn man es als Vorteil sehen will, ich spiele und habe quasi direkt das... ja, also die kommen direkt zu dem Klang, der da ist. Aber ich werde nicht noch in ein paar Wochen oder so noch neues Gefühl entdecken. Neue Nuancen. Ja, so, genau. So. Also ich würde es ähnlich beschreiben. Es ist, ich hatte es auch schon mal gesagt, das ist, finde ich, näher am akustischen Klavier dran in dem Sinne, dass eben man hier auch ein bisschen mehr Raum hat in dieser Tonbildung, dass man wirklich den Ton formen kann. Ja. Das ist, man kann nuancierter. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nuancierter spielen. Ja, also ich kann auch noch mal dieses Brahms-Beispiel spielen. Also die linke Hand ist bei mir sowieso jetzt nicht so toll. Ich würde es besser können, gerne. Aber ich merke hier, das fällt mir leichter, hier Pianissimo zu spielen. Und das springt eigentlich mich sehr schnell an. Ja, also auf jeden Fall. Das ist hier, ich würde sagen, hier drauf zu spielen, ist einfacher als hier. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Formulierung, die mir gefehlt hat. Das ist hier eigentlich, man kommt hier ran und hat sofort so dieses Feeling, was man halt vielleicht auch gerne möchte. Und wenn man das jetzt nur spielt, dann ist wieder das, was ich schon mal gesagt habe. Man hat ja in der Regel nicht 3, 4 Instrumente zu Hause stehen, sondern eins. Und damit kommt man gut klar. Aber jetzt im direkten Vergleich merkt man doch einen deutlichen Unterschied bei der Tastatur. Das ist ein deutlicher Unterschied. Es gibt auch einen Preisunterschied. Das ist hier ist ein bisschen teurer, aber dennoch, die sind immer noch in einer Preisklasse und deswegen fragen auch viele danach. Ja. Das gab es tatsächlich in der Community, dass explizit diese beiden Modelle gefragt wurden. Ne? Interessant. Ja, okay. Wir haben uns bisher die beiden Instrumente über die Kopfhörerausgänge angehört, beziehungsweise die Line-Ausgänge. Und jetzt hören wir uns die Lautsprechersysteme nochmal an. Und da bringen wir unseren Kunstkopf wieder ins Spiel. Wir bauen kurz um und dann geht's weiter. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir hören uns die Lautsprechersysteme an. In diesen Einsteigersegmenten wissen wir, die Lautsprecher sind immer so ein Schwachpunkt. Um das rauszufinden, benutzen wir dieses Kunstkopfmikrofon. Dieses macht binaurale Aufnahmen. Die funktionieren am besten, wenn ihr Kopfhörer benutzt. Also bitte ab jetzt mit Kopfhörer. Yassin, bitte spiel doch noch mal, vielleicht das gleiche Beispiel, damit wir auch da mal vergleichen können. Okay, dann werde ich hier noch das Klassikbeispiel machen und dann bauen wir wieder um. Okay, das Yamaha CLP 835 haben wir gehört. Jetzt bitte Vorhang auf. Das Kawai CA 401. Ja, mir ist schon was aufgefallen. Ich lasse mich eben doch das Klassikbeispiel machen, dann reden wir drüber. Soll ich anfangen? Ja. Okay.
Hier kriegt man deutlich mehr Response vom Sound. Mir gefällt der Bass hier besser über die Lautsprecher. Ich hoffe, das kommt auch über das Mikrofon rüber. Das klingt hier schon, also wenn ich sage blechern, dann wär das nicht nett. Ich würde sagen eher mittig. Es ist eher im mittigen Bereich. Das Low-End fehlt hier. Hier kommt das wunderbar rüber und hier kann ich auch noch mehr Ausdruck in die Tastatur legen und werde auch noch belohnt. Eben, da das Low-End auch noch mitkommt, irgendwie hier passiert einfach mehr. Also was man, glaube ich, sagen kann, ist, in dieser Klasse tiefer, die wir getestet haben, waren die Unterschiede eher geschmacklich oder auch konzeptionell. Aber hier muss man jetzt schon sagen, dass hier insgesamt, also bei dem Kawai, die Dynamik, die Spieldynamik, sowohl klanglich, aber auch von der Tastatur deutlich höher ist als jetzt bei dem Yamaha. Ja? Und das muss man einfach ganz klar so sagen. Also da gibt es jetzt, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja? Definitiv. Also da werden vielleicht Anfänger werden vielleicht eher ein Problem haben, wenn sie hier loslegen, dass sie merken, da kann ich ja noch gar nicht so richtig drauf spielen, weil hier kann man wirklich mehr Ausdruck reinlegen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und die Holztastatur verstärkt natürlich den Eindruck noch zusätzlich, dass ich mehr machen kann, weil einfach die Tastatur einfach dem Klavier, dem Flügel nachempfundener ist, als jetzt diese Plastiktasten. Ja, ja, absolut. Das, also auch hier dieser etwas harte Spieleindruck, der kommt auch über den Klang rüber, finde ich. Das ist für mich der gravierende Unterschied hier. Das wirkt dann jetzt wirklich in diesem Vergleich schon bretthart. Ja, das stimmt, ja. Ja, würde man auch so ohne den Vergleich gar nicht merken. Man würde halt ein Gerät spielen und testen und sagen, okay, das gefällt mir oder nicht. Aber so merkt man halt eigentlich, wie weit die zwei Kandidaten jetzt tatsächlich so auseinander sind. Ne? Ja, also ich glaube, da können wir ganz schnell zusammenfassen. Da sind wir uns einig. Hier bekommt man richtig gute Spielqualität. Die Sounds gefallen mir hier genauso wie da. Ja. Also das kennen wir. Hier gibt es das Shigeru Kawai und da gibt es CFX und Bösendorfer. Ja. Das sind so die Konzertflügel der Marken. Die sind beide von hoher Qualität. Hier spiele ich gerne dran und das lust wirklich ab dagegen. Ja, und dann muss man natürlich abschließend wirklich nochmal für sich selbst auch sehen, auch wenn das Kawai einige Euro teurer ist, kriege ich hier trotzdem eine echte Holztastatur. Und das ist natürlich schon absolut auch ein absolutes Argument, überhaupt da ein paar Euro mehr zu investieren und dann natürlich ein ganz anderes Spielgefühl zu bekommen. Ja, für das, was ich hier erlebe, wäre das überhaupt das Argument. Ja. Also das würde ich immer empfehlen, dann lieber diese 150 Euro, ich weiß nicht genau, wie viel das ist, die mehr investieren und dann bekommt man aber auch ein Instrument, mit dem hat man lange Freude. Ja. So.